Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute geht es um Ultimate Waffen und um Ultimate Boni und welche Boni man eigentlich auf welcher Waffe bekommen kann, denn das unterscheidet sich zwar nur geringfügig, aber es gibt doch ein paar Unterschiede. Zuallererst aber mal, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einer Ultimate Waffe und einer normalen Waffe? Denn Lucakas Crystal Waffen sowie auch Hernes Waffen und Lusakas Waffen, die gibt es jeweils in zwei verschiedenen Formen. Einmal in der Ultimate Variante und aber auch in der Unique-Variante. Und grundsätzlich fragt man sich jetzt wahrscheinlich, wo ist da jetzt wirklich der Unterschied, wenn man das zum ersten Mal sieht, weil, wenn man sich das hier anguckt, Lucakas Crystal Bow Ultimate und Normal haben die gleiche Range von Crit Damage, den gleiche Range von ATK, Crit Chance und Skill Chance. Das heißt, man fragt sich jetzt, okay, ist ja das gleiche, warum soll ich dann Ultimate machen? Der Grund ist zwei Dinge. Einerseits die Ultimate-Waffe kann man dann nochmal Ultimate plus 5 machen, wodurch sie grundsätzlich ein bisschen stärker wird. Der Hauptgrund ist aber diese random Stats hier, wodurch die Waffe tatsächlich nochmal wesentlich besser werden kann, wenn man bei den Stats eben die richtige Höhe und den richtigen Wert erwischt. Wenn man eine Waffe zu einer Ultimate-Waffe macht, dafür braucht man die Waffe einmal auf plus 10, also die Unique-Waffe auf plus 10, Lucakas Crystal Bow plus 10, ein Shining Orichalcum und 100 Millionen Penya. Und wenn man das macht, dann bekommt man eben zwei random Werte aus dieser Liste. Und diese Liste ist, wie gesagt, bei verschiedenen Waffen ein bisschen anders. Das unterscheidet sich hauptsächlich in den Stats natürlich. Wenn man sich das Crystal Bow, die einzigen Stats, die den Ranger wirklich interessieren, sind Dex und STA. Mit Int kann er nicht wirklich viel anfangen und mit STR kann er auch nicht wirklich viel anfangen. Deswegen sind das die beiden Main-Werte. Und hier und da gibt es natürlich noch so ein paar Klassenunterschiede. Aber grundsätzlich hat jede Klasse eben ihre eigene Liste. Und zwei von diesen Werten bekommt man eben. Und die sind aber leider zufällig in sowohl der Höhe als auch des Wertes selber. Und dadurch, wie gesagt, werden aber diese Unique-Waffen relativ langweilig, weil wenn man sich das hier mal anguckt, ein Ranger, der sowieso nur crittet, kann hier 10% zusätzlichen Crit-Damage bekommen und 8% ATK theoretisch. Das sind 8% ATK und 10 Crit-Damage, wodurch die Waffe, wie gesagt, einfach nochmal wesentlich stärker wird. Oder, was die Lucakas Crystal und Hernes Waffen leider nicht mehr haben, ist Steel HP, was viele Leute von den Bloody Waffen gewöhnt sind und wahrscheinlich auch ziemlich feiern. Oder, ich meine, das ist ja auch was Cooles mit dem Steel HP. Wenn man das zurückhaben will, also wenn man keinen Nachteil gegenüber den Bloody Waffen in dem Aspekt haben will, kann man auch diesen Wert bekommen. Und so weiter und so fort. PvE Damage, PvP Damage, whatever. Also, wie gesagt, zwei dieser Stats aus dieser Liste und deswegen macht man im Endeffekt Ultimate Waffen. Und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, also was heißt Mühe, es hat nicht wirklich lange gedauert, und habe geguckt, beziehungsweise einfach rauskopiert, muss ich eigentlich zugeben, welche Werte man hier auf den verschiedenen Waffen bekommen kann. Und ja, im Endeffekt ist es jetzt einfach nur eine kurze Übersicht. Den Bow haben wir uns gerade schon angeschaut. Ist ganz klar, Crit Damage, Block Penetration, Attack, Steel HP, Max HP, SDR, Dex, Block, PvE und PvP Damage haben alle Waffen sowieso. Dann die Axe ist ähnlich, ist eigentlich genau das gleiche, der einzige Unterschied ist Crit-Rate. Und natürlich sind die Werte jeweils im Endeffekt halbiert gegenüber dem Bow zum Beispiel. Warum? Ganz einfach, die Axe kann man ja zweimal haben, das heißt man kann alle diese Werte doppelt bekommen. Das wäre ziemlich crazy, wenn der Blade dann wieder 20% Crit-Damage bekommen könnte und alle anderen nur 10%. Deswegen sind hier die Werte im Endeffekt alle halbiert. Und man kann zum Beispiel maximal 5% Crit-Damage auf einer Axe bekommen und braucht dann halt eine zweite Axe dazu, um dann auch auf die 10% zu kommen. Genau. Beim Knuckle sind es im Endeffekt auch, wie gesagt, die identischen Werte. Hier unterscheidet es sich zum ersten Mal bei den Stats. Das ist wahrscheinlich etwas, was wahrscheinlich viele Leute etwas stören dürfte, kann ich mir gut vorstellen. Weil beim Knuckle hast du hier STR, STA, Dex und Int. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, beim Ranger, beim Bow, hatten wir nur Dex und STA. Und klar, BP ist sehr vielseitig, ja, er kann irgendwo alle Stats gebrauchen, je nachdem wie er gespielt wird. PvP, PvE, 1v1, AOE. Klar, da kann er irgendwo mit 1 Stats ein bisschen was anfangen. Aber fürs Rerollen ist es ziemlich ärgerlich, weil das sorgt einfach nur dafür, dass du zwei zusätzliche Werte hast, die kommen können, was es einfach teurer und schwieriger macht, die Werte zu kriegen, die man wirklich will. Genau, Stick ist dann ein bisschen chilliger, der hat, glaube ich, die wenigsten Werte. Der hat halt logischerweise keine Crit-Rate, kein Crit-Damage, weil es bei ihm eigentlich nicht vorgesehen ist, dass er so gespielt wird. Deswegen Attack, Steel HP, Max HP, SDA, Int, Block, PvE und PvP Damage und Decreased Casting Time sowie Healing. Macht auch Sinn, dass das Sachen sind, die bei anderen Klassen, die wir uns bisher angeschaut haben, noch nicht kamen. Gut, dann Sword ist genau das gleiche wie bei Axe. Das ist recht uninteressant. Jojo ist auch recht uninteressant.
Hier ist auch wieder der Unterschied zum Bow, eigentlich einfach nur, dass man zusätzlich zu STA und Dex noch STR hat. Hat man wahrscheinlich auch einfach so entschieden, dass man Dex irgendwo noch gebrauchen kann. Was man auch vielleicht sogar kritisieren könnte, weil je nachdem natürlich, aber grundsätzlich braucht ein Jojo Jester eigentlich keine Dex mehr. Der hat ja so schon extrem viel Crit-Rate durch seinen einfach Critical Swing zum Beispiel. Und durch sein restliches Equipment kommt man in der Regel eigentlich locker auf 100%. Auch mit Cannonball zum Beispiel sind ja auch nochmal 40 Decks und so. Aber gut, kann man drüber streiten. Wie gesagt, das ist halt so eine Sache mit diesen Stats. Beim Slayer ist dann eigentlich unverändert die gleichen Werte wieder. Aber auch hier SDR, SDA, Dex, Big X, genau das gleiche. Und dann kommen wir noch zu den Mages mit Staff und Wand. Auch hier wieder sehr ähnlich wie beim Ringmaster, zumindest im Beginn. Aber am Ende haben wir dann Cast Time und All Elements Mastery. Das ist ja dieser Elementor-Effekt sozusagen, den es nur auf Stuffs gibt, was ja auch Sinn macht. Weil er auch der Herr der Elemente ist. Sowie Geschwindigkeit. Und beim Psykeeper haben wir stattdessen Reflect Damage und auch Geschwindigkeit. Ja, ähnlich bei Reflect Damage beim Psykeeper sagt jetzt auch der eine oder andere, ja, hammergeil, und der andere ärgert sich drüber, dass es einfach ein zusätzlicher Wert ist, der kommen kann, den er nicht haben will. Aber gut, so ist es im Endeffekt bei jeder Klasse. Ich meine, jede Klasse hat einige Werte, je nach Spielstil halt, die man definitiv nicht haben will. Ich meine, PvP-Damage ist für jeden, der PvE spielt, komplett uninteressant, logischerweise. Auf der anderen Seite, jeder, der PvP spielt, also eher die Lusakas-Waffen nehmen würde oder Lusakas-Crystal-Waffen, der will natürlich nichts mit PvE-Damage zu tun haben. Also letztendlich ist es egal, wie man spielt. Man wird immer bei jeder Waffenart und bei jedem Spielstil ein paar Werte haben, wo man sich sagt, naja, die würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerne haben. Es gibt aber definitiv ein paar Klassen, die wie gesagt echt schlechter wegkommen. Aber ich würde sagen, der Bill-Poster, den erwischt es am schlechtesten. Der hat die meisten Werte. Und ja, ich meine, bei den Stats kann man wahrscheinlich wirklich drüber streiten. Er ist der Einzige, der bei dem alle 4 Stats kommen können. Und ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, jeder hat halt irgendwie seinen Laster zu tragen, I guess. Und der Bill-Poster, in dem er halt den schwierigsten Reroll hat, I guess. Und ja, ich wollte euch aber einfach mal so eine kurze Übersicht geben, weil es war schon oft Thema im Stream. Und ich selbst besitze keine Waffe, die man überhaupt zu Ultimate machen kann, geschweige denn eine Ultimate-Waffe selbst. Habe das auch noch nie gererollt. Aber ich fand es trotzdem mal ganz interessant, einfach so eine kurze Übersicht zu kriegen. Und wenn man sich die Werte, wie gesagt, anguckt, also klar, wenn man sagt 3% Crit Damage und was weiß ich, 2 STR oder so, wird man sich jetzt sagen, ach komm, dafür lohnt sich ja nicht. Ja, aber wenn man sich ja die Endwerte anguckt, 10% Crit Damage und 8% PvE Damage zum Beispiel, das ist dann schon ganz schön saftig, weil das macht echt sehr viel Unterschied. Also das ist wirklich gigantisch, ein krasses Power-Up. Natürlich muss man das auch erstmal bekommen, keine Frage. Das ist sehr teuer und sehr schwierig. Aber wenn man auch nur in die Nähe davon kommt, von so einem perfekten Knuckle, Axe, Bow, whatever, das macht halt wirklich einen Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen sind die Teile auch so schweineteuer. Genau. Wobei der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass sie sau selten sind. Aber auch der Grund ist, dass es sehr teuer und schwierig ist, die Werte richtig zu bekommen. Und ja, wie gesagt, das war eigentlich schon alles, was es dazu zu wissen gibt. Vielleicht noch eine kurze Sache. Zum Beginn von dem Update, wo die Ultimate-Waffen, beziehungsweise generell die neuen Waffen introduced wurden, also New Horizon, im November letzten Jahres. Da gab es diese beiden Schriftrollen zwar im Wiki schon, also in der Datenbank oder in der API oder whatever. Also man wusste, dass diese Items existieren, aber man konnte sie weder kaufen, noch konnte man sie irgendwo bekommen. Und diese beiden Scrolls wurden eingeführt, Scroll of Ultimate Power und Scroll of Ultimate Bonus. Ja, da merkt man schon am Namen, okay, das hat was mit diesen Boni zu tun. Und bis dato konnte man das Rerollen nur machen, ich will es gar nicht erklären, ein komplizierter Prozess, der jetzt vollkommen irrelevant geworden ist. Jedenfalls gibt es hier diese beiden Scrolls, Scroll of Ultimate Power, damit kann man die Basiswerte zurücksetzen, beziehungsweise rerollen sozusagen. Und die Ultimate Bonus Schriftrolle, die setzt die Art des Zufallswertes zurück, der auf der Ultimate-Waffe angewendet wird. Also damit kann man diese Boni rerollen. Und ihr seht schon, eine so eine Scroll, ne? Das sind nicht 10, das ist eine, kostet einfach 1000 F-Coin. Und da sieht man schon, warum diese Sachen eben so teuer sind, vor allem wenn sie extrem gute Werte haben, weil das ist einfach Wahnsinn. Muss man ehrlich zugeben, das ist echt sehr teuer. Ja, also es ist sehr schwierig, krasse Werte drauf zu haben, außer man hat halt extremes Glück, aber selbst dann, wenn du einen richtigen Wert hittest und der hat schlechte Prozente zum Beispiel, auch das ist wieder ärgerlich und kostet sehr viel Geld, wenn man das dann rerollen will. Aber das wollte ich nur der Vollständigkeit halber noch zeigen, dass es das mittlerweile gibt, weil das war, wie gesagt, nicht immer so. Als das Update neu war, musste man das noch über einen deutlich kostspieligeren und umständlicheren Weg machen.
Aber ja, das war eine kurze Übersicht über die Ultimate-Waffen und deren Boni. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch auf Twitch vorbei, tägliche Livestreams. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.